Hallo und herzlich willkommen in der Aquarellwerkstatt. Heute aus Lüneburg. 6 Wochen durfte ich hier in der wunderschönen Stadt als Stipendiatin leben und arbeiten. Ich war viel unterwegs, in der Heide und in den Elbauen und natürlich in der wunderschönen Altstadt. Und jetzt nehme ich euch mit auf meine Lieblingsmalplätze. So, hier sind wir jetzt am ersten Motiv. Das war auch mein allererstes Bild im Skizzenbuch, als ich hier vor 5 Wochen ankam. Der sogenannte Stint, ein wunderschöner Restaurant- und Kneipenplatz hier in Lüneburg und ich glaube der Hotspot für jeden Maler. Wir haben ein relativ kompliziertes Motiv mit den vielen schönen alten Häusern, den Sonnenschirmen, Dunkelheiten über und unter den Sonnenschirmen, den alten Booten und dem Spiegeln der ganzen Szenerie im Wasser. Das habe ich versucht hier in meiner ersten Skizze einzufangen. Werft gerne noch mal einen Blick drauf. Und dann geht's schon weiter. Für mein zweites Motiv muss ich mich eigentlich nur umdrehen. Wir sind immer noch an dem gleichen Ort und schauen jetzt aber in diese Richtung zur alten Amtsmühle. Das habe ich gemalt an einem frühen Vormittag. Wir sehen also eine andere Beleuchtungssituation als jetzt. Es ist ein unglaublich schönes Motiv. Mit dem kleinen Wasserfall hier unten, das hat mich ein bisschen Mühe gekostet mit den hellen Wasserspuren, die man da sieht. Wir haben wunderbar sortierte, große Formen im Bild. Eine Einrahmung hier durch diese beiden, kompositorisch schon mal alles da, was man braucht für ein gelungenes Aquarell. Schön auch das urbane Leben hier wieder auf der Brücke. Sowas lasse ich mir immer nicht entgehen, egal ob Menschen gerade da sind oder nicht. Ich male sie in mein Bild rein, um die Szenerie zu beleben. Gut, das reicht für hierfür. Jetzt geht's weiter. Hier in der Rosenstraße gibt es nicht nur wunderbare Rosen, sondern auch diesen schönen Blick zum Rathaus. Und auch hier habe ich gemalt, Sonntagmorgen war das, etwas dunstige Atmosphäre und dieser Blick in die Straße hin zum sehr leicht aufgefassten Rathaus. Ich habe das also so ein bisschen verfremdet von den Farben, wie man ganz gut erkennen kann. Hier war Schatten auf den Häusern in der linken Seite. Ich habe sie wieder zusammengefasst für eine große Form. Und habe mich dann wieder konzentriert hier auf den mittleren Bereich mit dem städtischen Leben. Und besonders in Lüneburg hier sehr schön immer die Schatten in diesen relativ engen Gassen. Ja, die Häuser werfen doch bei so extrem Sonnenlicht, wie wir heute auch haben, werfen sie einen wunderbar bläulichen Schatten auf die Straße, den man natürlich kompositorisch hier zum Verbinden der Formen auch wieder gut einsetzen kann. So, ein paar Schritte weiter. Wir sind am Rathaus vorbeigelaufen und sehen es jetzt von der anderen Seite. Ist das nicht ein herrliches Motiv? Wir haben diese wunderschönen, langgezogenen, gestreckten Gebäude mit dem Kirchturm oben. Kleinere Formen im Mittelgrund, die Menschen, die dort vorbei flanieren. Auch die Straße mit den Fahrradfahrern habe ich hier, nee, habe keinen Fahrradfahrer gemalt, aber in anderen Skizzen immer wieder gerne, auch zur Belebung der Szene. Ja, ich war hier morgens, auch wieder morgens, bin sehr oft morgens unterwegs gewesen für die Skizzen. Das Licht fiel wunderbar hier seitlich vorne in die Straße hinein. Ich hatte hier vorne eine Schattensituation und auch Menschen, die in diesem Café hier vorne saßen. Ich arbeite hier auch wie immer in meinen Skizzen mit 2 Lasuren. Ein zarter erster Farbauftrag über das gesamte Blatt drüber, dann trocknet es und dann kommt der zweite Farbauftrag mit den wirklich entschiedenen Dunkelheiten ins Bild. Und durch diese Dunkelheiten hier fängt das Bild in diesem Bereich, der eben zart stehen bleibt vom ersten Farbauftrag, fängt es an zu leuchten. So viel zu diesem Motiv und jetzt geht unser Rundgang weiter. Kommt mal hier mit rein. Hier gibt es noch was besonders Schönes zu sehen. Manchmal ist das toll, was man entdeckt, wenn man so ein bisschen weg von den Hotspots oder Touristenpfaden geht. Hier in diesem Hinterhof habe ich dieses Motiv gemalt, Blick auf die Kirche. Die etwas hässlichen Garagen im Vorfeld hier habe ich einfach weggelassen. Ich fand dieses Motiv wunderschön und hatte viel Spaß beim Malen.
Das ist meine absolute Lieblingsstraße in Lüneburg. Die obere Ohlinger Straße mit wunderschönen alten Häusern. Ein bisschen dörflich ist es hier und ich wünschte, ihr könntet die wunderbaren Rosen riechen, die hier in der ganzen Straße an den Häusern wachsen. Dort haben wir einen alten Speicher aus dem späten 16. Jahrhundert, einen Salzspeicher. Und morgens ist hier das Licht ganz besonders spektakulär. Wir haben also ich habe eine kühle Untermalung gewählt für das Haus und dann kommt ganz scharf der Schatten rein. Jetzt ist ja schon nachmittags, wir haben den Schatten genau auf der anderen Seite. Also das müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen. Man kann sich natürlich vorstellen, hier, dass die Architektur eine Herausforderung ist. Wir haben diesen Vorbau, den Balkon mit dem wunderbaren Fachwerk. Da habe ich also an der Skizze bestimmt 40, 50 Minuten gesessen an der Bleistiftskizze, damit die perspektivischen Linien alle richtig waren. Und dann konnte ich mich mit der Farbe ja schön austoben. Wir haben auch hier den zarten ersten Farbauftrag und die kräftigen Dunkelheiten rein. Zum Schluss noch einmal ein ganz kleiner Einblick ins Atelier und ein schöner Ausblick aus dem Atelierfenster. Danke, dass ihr mich auf meiner Sketchtour durch Lüneburg begleitet habt. Bis zum nächsten Mal.